Menschen ohne Behinderung easy Websites durchsuchen, Apps nutzen und online einkaufen, stehen Menschen mit Behinderung oft vor großen Herausforderungen. Menschen mit Hörbehinderung haben Schwierigkeiten, Videos ohne Untertitel oder Transkription zu verstehen. Menschen mit kognitiven Einschränkungen können sich durch überladene Layouts überfordert fühlen. Und für Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen können schlechte Tastaturzugänglichkeit oder unpräzise Steuerelemente eine frustrierende Erfahrung sein. Eine Hauptursache sind nicht barrierefreie Websites. Für Menschen mit Sehbehinderung können fehlende Textbeschreibungen für Bilder oder eine schlechte Bildschirmlesekompatibilität den Zugang erschweren. Menschen mit Behinderung haben aber natürlich das gleiche Recht auf Zugang zu Informationen, Teilhabe und Chancengleichheit wie alle anderen. Darüber bewusst sind sich auch schon viele Menschen und bringen spannende technologische Innovationen für die Verbesserung der digitalen Teilhabe auf den Weg. Einen davon konnten wir für ein Gespräch gewinnen. Hallo Erik, schön, dass du hier bist. Könntest du dich kurz vorstellen und uns etwas über dein oder euer Unternehmen erzählen? Ja, sehr gerne. Erik Braun mein Name. Ich bin einer der Mitgründer von iAble und wir helfen anderen Unternehmen dabei, die digitale Barrierefreiheit von ihren Webauftritten und Intranet-Umgebungen sowie auch beispielsweise Einkaufssystemen zu verbessern. Und was hat euch motiviert, eine Assistenzsoftware für barrierefreie Websites zu entwickeln? Einer unserer besten Freunde, der aufgrund seiner Sehbehinderung tatsächlich sein Studium abbrechen musste, weil er nicht in der Lage war, die digitalen Inhalte zu bedienen und damit richtig umzugehen. Er war da im Endeffekt unser Startschuss. Über ihn haben wir einen super Kontakte bekommen zu dem Berufsförderungswerk bei uns in der Gegend und auch dem Blindeninstitut. Und was wir dann gemacht haben während unseres Studiums ist, wir haben sehr viele Nutzerinterviews geführt und eben auch Eye-Tracking-Analysen durchgeführt, dass wir geguckt haben, bei welchen Inhalten ist es gerade schwierig. Beispielsweise bestell dir eine Pizza und wo hast du die größten Probleme? Ja, das finde ich gut. Und was denkst du, welche Vorteile können Unternehmen aus iAble ziehen und wie können sie davon profitieren? Naja, wir können ganz klar Unternehmen und auch Einrichtungen dabei helfen, ein besseres Verständnis für die Thematik zu bekommen. Und was wir gerade merken, das war ein ziemlicher Zufall, als wir angefangen haben zu forschen, wussten wir gar nicht, dass es dazu was gibt. Ist es momentan so, dass auf internationaler Ebene Gesetze beschlossen werden, die eben Unternehmen und auch öffentliche Einrichtungen oder auch Bildungseinrichtungen dazu verpflichten, gewisse Standards einzuhalten, was eben die digitale Barrierefreiheit eingeht. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit Datenschutz vor 5, 6 Jahren. So wie es jetzt auch da Standards und Richtlinien gibt, kommen die eben gerade auch für Barrierefreiheit. Ja, das passt auch zur nächsten Frage. Wie wichtig ist dir selber denn, barrierefreie Websites zu haben, um die digitale Teilnahme zu gewährleisten? Also mein Wunsch wäre eigentlich Accessibility by Default. Also es würde im Endeffekt unseren Unternehmenszweck obsolet machen. Ich hätte aber gar kein großes Problem damit, dass man einfach von Anfang an berücksichtigt, dass man Oberflächen so gestaltet, dass diese bestmöglich zugänglich sind. Weil das ist auch das, was uns immer irgendwie ein bisschen aufstößt, dass wir merken, okay, wir bewegen uns so viel im digitalen Bereich. Und ich denke, auch mit Hinblick auf die kommenden Jahre sollten wir schon stark darauf achten, jetzt nicht sehr, sehr viele Menschen von unserem Alltag dort auszuschließen. Welche Maßnahmen sollten Unternehmen ergreifen, um sicherzustellen, dass die Websites barrierefrei sind und alle Nutzer daran teilhaben können und es nutzen können? Naja, also in vielen Fällen ist, glaube ich, auch ein ganzer Relaunch notwendig. Also manche Websites sind, muss ich sagen, nicht mehr zu retten. Da würde ich sagen, von Anfang an darauf achten, dass eben gewisse Standards eingehalten werden und auch mit denen darüber sprechen, die eben eine verbesserte Zugänglichkeit benötigen. Auf jeden Fall. Ja, ich danke dir auf jeden Fall. Ich habe noch eine letzte Abschlussfrage. Das wäre, ob du zum Schluss noch einen Tipp aus dem Sport hast, der sich auf das Leben beziehen lässt. Ja, ganz klar. Sport und auch da, man wird nicht von 0 auf 100 zum World Champion. Es ist eine Reise und wenn man motiviert ist, sollte man einfach damit beginnen und was verändern. Dankeschön, das war sehr schön sehr zum gerne. Schluss. Vielen Dank. Abermals wird klar, Inklusion bedeutet, Barrieren abzubauen und Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten, Hintergründen und Bedürfnissen in allen Bereichen des Lebens zu integrieren. Es ist also wichtig anzuerkennen, dass der Zugang zur digitalen Teilhabe nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit oder des Komforts ist, sondern eine Verpflichtung unserer gesamten Gesellschaft. Nun war ich aber lang genug zu Fuß unterwegs und steige wieder ein in die Rikscha. Jetzt mache ich mich nämlich auf einen etwas längeren Weg quer durch die Stadt. Mein Fahrer muss also ordentlich strampeln.